Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben heute einen Hardcore-Test. Wir werden heute bohren. Wir werden schauen, wie lange hält so ein Bohrer eigentlich durch. Ihr seht hier, wir haben richtig viel gebohrt. Und dann ist noch die Frage, wie lange hält so ein Bohrer eigentlich, wenn er auf Armierung trifft? Und das Ganze vergleichen wir zwischen einem Zweischneider und einem Vierschneider. Worum geht es heute eigentlich? Und das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Das Bohren in Beton. Und zwar in bewährten Beton oder in unbewährten Beton. Beide schauen wir uns heute an. Und was habe ich hier? Ich habe einen normalen Bosch Zweischneider. Das ist die normale Qualität von Bosch Zweischneider. Das heißt, wir haben hier zwei Klingen, ja, quasi einmal rechts, einmal links. Und ich habe hier einen Vierschneider, einen Bosch Expert Vierschneider, das Beste, was es von Bosch gibt. Und zwar mit einer Carbide-Spitze. Die ist aus Carbide gefertigt. Das ist sehr robust. Und das Wichtige daran ist, die verglüht nicht so schnell. Das heißt, sie ist auch prädestiniert dafür, eben hier in sowas reinzubohren, wenn dort Bewehrung drin ist. Und ich sage dir, unser Bewehrungstest ist ultra hardcore. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Und ihr werdet sehen, ihr werdet nicht sehen, sondern ihr werdet wahrscheinlich sogar spüren, ja, dass das nicht Spaß gemacht hat zu testen. Aber was werden wir jetzt als erstes machen? Normalerweise ist es ja so, dass man sagt, so ein Zweischneider hat ja relativ starke oder sehr relativ große Wendel und über das es das Bohrmehl auch abtragen kann, damit es eben entsprechend auch rauskommt. Ein Vierschneider hat viel kleinere Wendel. Also würde man eigentlich erwarten, dass ein Zweischneider schneller ist als ein Vierschneider, also mehr Vortrieb hat. Und das haben wir mal getestet. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, wir haben mal 10 Löcher gebohrt mit dem Zweischneider und 10 Löcher mit einem Vierschneider. Das Ergebnis, muss ich sagen, hat mich wirklich erstaunt. Nämlich der Zweischneider ist mit so rund 1,20 bis 1,30 geringfügig sogar langsamer als der Vierschneider mit so um die 1,20, sogar ein bisschen 1,18, 1,19. Und ich muss sagen, wir haben es versucht, so genau wie möglich zu messen und wir haben auch nicht wir haben den menschlichen Faktor auch versucht, so weit wie möglich auszuschließen, indem wir die Maschine nur geführt haben und nicht wie ein Ochse gedrückt oder auch zurückgehalten haben. Ja? So wie man das einfach machen würde, haben wir gebohrt. Und ihr seht keinen großen Unterschied. Das hätte ich nicht gedacht. Das heißt für euch schon mal, dieses Argument Zweischneider, Vierschneider ist jetzt nicht so ausschlaggebend, selbst wenn er mal schneller sein sollte. Ich persönlich muss sagen, ich bohre eigentlich nur noch mit dem Vierschneider und vor allem auch mit genau diesem hier, weil also der 7X ist schon so eine richtige Hausnummer, weil ich hier im Gebäude eine Sache andauernd habe, nämlich ich habe Armierung. Und übrigens, denkt dran, überlegt euch genau, wann darf man in Armierung bohren und wann nicht. Ja, da gibt es starke Vorschriften, also da passt bitte auf. Aber wenn ich hier das Thema habe, dann nehme ich immer den 7X, damit ich irgendwie durchkomme. Und ich habe versucht, für euch das ein bisschen plastisch zu machen. Ergo, wir wollten es so gestalten, dass ihr die Armierung wirklich seht. Deswegen haben wir Folgendes gemacht. Wir haben eine 8 mm Stahlplatte genommen und haben die hier einfach davor geschraubt. Und zwar bündig davor geschraubt und haben jetzt einfach unseren ganz normalen Bosch-Hammer genommen und haben jetzt gesagt, da musst du jetzt erstmal durch. Und wir haben wirklich den Zweischneider genommen und den Vierschneider und sind durch diese Stahlplatte mit Schlagen durchgegangen und haben dann noch ein Loch gebohrt. Eigentlich muss man doch sagen, ist das nicht krass? Überlegt euch mal, wir haben keinen Metallbohrer, sondern wir haben hier einen Steinbohrer, der massiv auf diese Platte einhämmert. Immer wieder und dann nach und nach wirklich das Material auch abträgt. Es ist nicht so, dass es nur verdrängt, sondern wir haben wirklich Späne auch unten auf dem Boden. Also er reißt das quasi raus und irgendwann ist er dann im Stein. Und ihr habt gesehen, dass wir bei beiden, beim Zweischneider und beim Vierschneider durchgekommen sind. Das heißt also, wir haben die Bewehrung durchtrennt und sind dann danach nochmal wirklich ins Material rein und haben auch in so ein normales Loch gebohrt. Und ja, ich weiß, es werden einige sagen, na ja, und das ist nicht ganz realistisch und so weiter. Ja klar, eine Bewehrung, die ihr irgendwo drin habt, dann trifft man es an der Seite, trifft man es mal hier, mal da. Und damit können wir es aber nicht messen. Wir können es euch vor allem auch nicht zeigen. Deswegen haben wir gesagt, das ist eigentlich ein ganz cooler Test, um das mal plastisch auch darzustellen. Am Ende war es aber so, dass beide gleich abgeschnitten haben. So um die 1,50, 1,53 haben beide gebraucht, um in das Material reinzukommen und das Ganze zu bohren. Also schon krass eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Aber was man auch sieht, ist Folgendes. Bei dem Zweischneider, der sieht ein bisschen ramponiert aus. Auf jeden Fall hat der richtig gut Hitze bekommen. Und ich habe das Gefühl, der wird nicht mehr so lang halten. Da kommen wir gleich noch dazu. Der Vierer sieht zwar nicht mehr so neu aus wie am Anfang, dass er so schön, hat er diese schöne blaue Spitze, alles ist schön, alles ist gut. Ja, der ist jetzt gebraucht. Aber er hat auch Hitze bekommen, aber sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Und jetzt machen wir mal den richtigen
Hardcore-Test. Wir testen jetzt mal wirklich, wie viel besser ist denn so ein Bosch Expert Carbide 7X Bohrer gegenüber einem ganz normalen als Zweischneider. Ja? Um mal wirklich mal zu zeigen, was geht denn. Und deswegen werden wir jetzt Folgendes machen. Wir nehmen jetzt den Zweischneider und bohren so viele Löcher durch unsere Armierung, wie es geht. Und dasselbe machen wir jetzt auch mal mit dem Vierschneider. Und ihr werdet echt erstaunt sein, was da das Ergebnis ist. Jetzt sehen wir hier unsere Metallplatte und der Test war wirklich krass. Nochmal ganz wichtig für diejenigen, die nachzählen, das erste Loch hier oben, das war nur so ein Probeloch, wo wir mal getestet haben, wie es aussieht, und danach haben wir erst genau mit diesem Bohrer losgebohrt. Und ihr seht, mit dem Zweischneider haben wir nur Folgendes geschafft. Wir haben hier Loch 1, 2, 3, 4 haben wir geschafft. Und dann bei Loch 5, beim Ansetzen eigentlich war es schon so noch vielleicht 2, 3, 4 Millimeter. Und wir haben es dann noch ein bisschen übertrieben weiter probiert. War es so, die Spitze ist abgebrochen und die Schneide ist wirklich abgeschert, die ist irgendwo. Und das wird hier abgerissen vom Bohrer. Und man sieht auch, wie er dann hier rumgetanzt ist. Und wir haben es einfach nicht mehr geschafft, damit weiter zu bohren. Ist ja auch Quatsch, ja, was sollst du denn da noch machen? Danach ist es so, dass wir dann mal geschaut haben mit dem 7X Bohrer, wie es denn damit aussieht. Und für euch zur Info, wir haben hier einfach, weil wir einfach ein anderes Maß gerade da hatten, haben wir keinen 10er, sondern haben wir jetzt einen 8er genommen und wir haben hier auch keine 8 mm Platte, sondern eine 6 mm Platte. Nur, dass ihr aus Transparenzgründen, das würde ich jetzt nochmal ganz klar auch erfahrt. Und dann haben wir Folgendes gemacht, wir haben dann einfach weitergebohrt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 Löcher haben wir damit gebohrt und am Ende sieht er immer noch richtig gut aus. Und das heißt, wir haben 14 Armierungstreffer geschafft. Ja? Wo der andere weggeglüht ist, kaputt gegangen, Ende aus, geht gar nicht, haben wir hier mehr als 3-mal so viel geschafft. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich zeige euch mal, ob der noch bohrt. Und du siehst, selbst nach 14 Löchern durch Stahl durch, hat er immer noch ohne Probleme hier mein Loch gemacht. Und ihr seht einfach, was so eine Technik halt kann, was so ein Expert-Bohrer wirklich ab kann. Wirklich, wirklich krass. Und übrigens, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob wir das mal vergleichen sollen mit anderen Herstellern. Würde mich sehr interessieren. Da gibt es ja schon jede Menge andere, die ihr auch gerne getestet haben wollt. Auch das gerne mal in die Kommentare. Und jetzt noch die Frage, wie lange hält so ein Bohrer eigentlich überhaupt irgendwas aus? Weil jetzt 14 Löcher hier, so ein bisschen da, das ist ja nur noch gar nichts im Verhältnis zu dem, was ihr vorhin gesehen habt. Also haben wir dasselbe gemacht. Wir haben so einen Bohrer genommen und haben einfach mal 100 Löcher gebohrt und geschaut, wie lange braucht er fürs erste Loch und wie lange braucht er fürs letzte. Das Ergebnis dieses Tests ist eigentlich komplett unbefriedigend, denn wir haben wirklich 100 Löcher hier gebohrt. Und was ist das Ergebnis? Eigentlich, dass wir gar nichts rausbekommen haben, beziehungsweise wir haben etwas richtig Cooles rausbekommen. Denn ich blende dir hier mal die Zeit vom ersten Loch ein und hier siehst du die Zeit vom letzten Loch, also vom 100. Loch. Und was siehst du? Die Zeit ist identisch. Das heißt, wir haben genauso lange vom ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und bis zum letzten Loch gebraucht. Und das ist keine Veränderung. Das heißt, die Abnutzung ist immer noch nicht gegeben. Die ist halt so minimal, dass wir es noch nicht mal messen konnten. Die Frage ist, wie viele Löcher können wir denn jetzt noch bohren? Das ist ja völlig irre. Und nein, das werden wir nicht testen, das sind vielleicht 1000 oder keine Ahnung, das sind 10 Betonblöcke, das tun wir uns nicht an. Und das Ergebnis sehen wir jetzt folgendes, der Bosch Expert 7X Bohrer hält irre lang. Auch Armierungstreffer können ihm nichts ausmachen, beziehungsweise erstmal nichts ausmachen und natürlich wird der auch irgendwann auseinanderfliegen, ohne Frage. Und was habt ihr aber noch gesehen? 100 Löcher, kaum Abnutzung. Also ich sag mal, was Technik heutzutage so alles kann, ist der Hammer. Diese Carbide-Spitze, das ist wirklich, wirklich krass. Falls ihr das noch nie ausprobiert habt, kauft euch zumindest mal einen solchen Bohrer und merkt für euch den Unterschied. Ich sage euch, ihr werdet wirklich aus den Latschen kippen quasi, wie lang das und wie gut das funktioniert. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr Erfahrungen bis jetzt gemacht habt mit genau diesem und was wir noch alles so testen sollen. Und für heute soll es erstmal gewesen sein und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.